Willkommen zum zweiten Teil unserer philosophischen Analyse von Squid Game. In der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten kämpfen 456 verzweifelte Menschen in tödlichen Kinderspielen um ein Preisgeld von 45,6 Milliarden Won. Laut Kant und Sartre handeln sie frei und sind verantwortlich für alles, was sie tun. Aber stimmt das wirklich? Ist freies Handeln auch in Notlagen möglich? Oder untergräbt Armut und existenzielle Not die menschliche Freiheit? Squid Game übt scharfe Kritik am Kapitalismus. Der südkoreanische Regisseur und Autor Hwang Dong-hyuk hatte die Idee zur Serie während der Weltwirtschaftskrise 2008. Er wollte die Not in Armut lebender Menschen aufzeigen, welche von der vermeintlich positiven Wirtschaftsentwicklung Südkoreas verdeckt wird. Mit dieser Geschichte wollte ich eine Allegorie bzw. Fabel über die moderne kapitalistische Gesellschaft schreiben, etwas, das einen extremen Wettbewerb widerspiegelt, wie den extremen Wettbewerb des Lebens. In Squid Game kämpfen die Teilnehmer um einen gigantischen Geldpreis, der in einem durchsichtigen Schwein über ihren Köpfen wächst. Ein Symbol für die Verlockung von Reichtum und Erfolg in einer meritokratischen Gesellschaft. Mit dem Tod jedes Spielers wächst der Gewinn um 100 Millionen Won. Doch der Wettbewerb ist unfair, die Regeln sind undurchsichtig, die Organisatoren allmächtig und die Spieler werden zu bloßen Werkzeugen eines Systems, das von einer unsichtbaren Elite kontrolliert wird. Ab Staffel 2 müssen die Teilnehmer nach jedem Spiel darüber abstimmen, ob sie weiterspielen oder das bisher erspielte Geld untereinander aufteilen und nach Hause gehen. Armut, hohe Schulden und Gier führen dazu, dass die Spieler jedes Mal mehrheitlich für die Fortsetzung der Spiele stimmen. Denn mit dem Tod weiterer Spieler erhöht sich die Gewinnsumme. Die deutschen Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels übten als erste eine umfassende und systematische Kritik am Kapitalismus. Gewinnstreben halten sie sowohl für den Motor als auch für die größte Schwäche des Kapitalismus. Die platte Habgier war die treibende Seele der Zivilisation von ihrem ersten Tag bis heute. Reichtum und abermals Reichtum und zum dritten Mal Reichtum, Reichtum nicht der Gesellschaft, sondern dieses einzelnen lumpigen Individuums, ihr einzig entscheidendes Ziel. Das kapitalistische System führt ihrer Meinung nach zu Ausbeutung und Entfremdung, sichert die Macht der herrschenden Klasse durch ein falsches Bewusstsein und kann nur im Klassenkampf abgeschafft werden. Dazu später mehr. Squid Game zeigt, wie soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Verzweiflung Menschen in Situationen drängen, in denen sie scheinbar freiwillig ihr Leben riskieren. Die 456 Teilnehmer des Spiels sind durch Armut, Schulden und existenzielle Not in eine ausweglose Lage geraten. Sie sind keine willkürlichen Individuen, sondern Produkte eines Systems, das Armut und Schulden normalisiert. Ihre freie Teilnahme am Spiel ist eine Metapher für die Illusion der Freiheit in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der die Wahl zwischen Ausbeutung oder Elend besteht. Positive Freiheit im Sinne von Selbstverwirklichung und der Möglichkeit, frei und autonom zu handeln, ist ohne die nötigen materiellen Ressourcen nicht möglich. Die Teilnehmer können ihr Leben nicht selbstbestimmt gestalten. Ohne Zugang zu Ressourcen wie Einkommen, Bildung, Gesundheit oder sozialer Sicherheit bleibt positive Freiheit theoretisch, da extreme äußere Einschränkungen die Handlungsmöglichkeiten praktisch begrenzen. Schon Marx betonte, dass wahre Freiheit nur durch die Überwindung ökonomischer Ausbeutung und Armut möglich ist. Auch moderne Theoretiker wie Amartya Sen, Martha Nussbaum oder Nancy Fraser vertreten die Ansicht, dass Freiheit materielle Voraussetzungen wie Ressourcen oder soziale Strukturen erfordert, um wirksam zu sein. In dieser Perspektive ist Freiheit stets durch soziale und ökonomische Zwänge bedingt. Die Teilnehmer stimmen dem Spiel zu, weil Armut und Schulden ihnen keine Wahl lassen. Ihr Ja ist kein Ausdruck von Freiheit, sondern von Notwendigkeit. In der zweiten Staffel der Serie wird diese Pseudo-Freiheit durch die Möglichkeit illustriert, das Spiel nach jeder Runde per Mehrheitsentscheid abzubrechen. Die meisten Teilnehmer wollen weiterspielen, weil das Leben außerhalb des Spiels keine echte Alternative bietet. Die Teilnehmer in Squid Game sind formal frei, das Spiel zu verlassen, doch die strukturelle Gewalt des Kapitalismus, hohe Verschuldung, fehlende soziale Absicherung, Arbeitslosigkeit macht diese Freiheit zur Farce.
Squid Game zeigt die extreme Ausbeutung der Spieler durch das System. Für Marx ist der Kapitalismus durch die Spaltung der Gesellschaft in 2 Klassen gekennzeichnet: die Bourgeoisie, die Kapitalisten, die die Produktionsmittel besitzen, und das Proletariat, die Arbeiter, die ihre Arbeitskraft verkaufen. In der Serie repräsentieren die VIPs und Organisatoren die Bourgeoisie. Die maskierten VIPs, eine kleine elitäre Gruppe von Superreichen, beobachtet die Spiele zur puren Unterhaltung. Die Organisatoren der Spiele legen die Regeln des Systems fest und profitieren von der Arbeit bzw. dem Leid der Spieler. Die Spieler verkörpern das Proletariat, Menschen, die durch Armut und Schulden gezwungen sind, ihr Leben in einem brutalen Wettbewerb zu riskieren, um Zugang zu Kapital zu erhalten. Auch die Arbeiter und Soldaten in Squid Game werden ausgebeutet, unter ständiger Überwachung untergebracht in kleinen Zellen, maskiert und nummeriert, befolgen sie wie Maschinen die Befehle des Managements. Der Klassenkampf zeigt sich in der extremen Ungleichheit zwischen den beiden Gruppen. Die Spieler sind verzweifelte Individuen, die durch das kapitalistische System, hohe Verschuldung, Armut, Arbeitslosigkeit an den Rand gedrängt wurden. Sie werden zu bloßen Waren degradiert, ihr Leben ist entbehrlich, ihr Tod dient der Unterhaltung der Reichen. Marx beschrieb, wie im Kapitalismus die Arbeitskraft der Arbeiter zur Ware wird, die von den Kapitalisten ausgebeutet wird. In der Serie wird dieser Prozess auf die Spitze getrieben. Die Spieler sind nicht nur Arbeitskräfte, sondern ihr gesamtes Dasein, ihr Leben, ihr Tod, ihre Emotionen wird zur Ware, die von den VIPs zur Unterhaltung konsumiert wird. Der Gewinnerpreis symbolisiert den falschen Traum der sozialen Mobilität, den der Kapitalismus predigt, die Idee, dass jeder durch harte Arbeit reich werden kann. Doch wie schon Marx betonte, ist dieser Traum für die meisten illusorisch. Das System ist darauf ausgelegt, die Mehrheit auszubeuten und die Reichen noch reicher zu machen. Dass in Squid Game am Ende nur eine Person überlebt, während alle anderen sterben, zeigt die The-Winner-Takes-it-all-Logik des Kapitalismus. Teilnehmer, Arbeiter und Soldaten verkörpern den entfremdeten Menschen im Sinne von Marx. Entfremdung beschreibt, wie Arbeiter im Kapitalismus von ihrer Arbeit, dem Produkt ihrer Arbeit, ihren Mitmenschen und letztlich von sich selbst entfremdet werden. In der Serie wird diese Entfremdung deutlich. Spieler und Mitarbeiter sind gefangen in einem System, das sie zwingt, ihre Menschlichkeit gegen materielle Sicherheit einzutauschen. Die Nummern der Spieler und die Masken der Mitarbeiter symbolisieren ihre Entmenschlichung. Menschen werden zu Objekten. Squid Game zeigt, wie der Kapitalismus Menschen dazu zwingt, gegeneinander zu kämpfen, anstatt sich zu solidarisieren. Die Spieler sind gezwungen, einander als Konkurrenten zu sehen. Sie müssen einander betrügen, verraten und töten, um zu überleben. Solidarität wird laut Marx im Kapitalismus bewusst zerstört, um die Arbeiterklasse zu spalten und zu schwächen. Die Teilnehmer könnten theoretisch kooperieren, um das System zu stürzen, doch die Verlockung des Geldes treibt sie auseinander. Ein kollektiver Aufstand aller Teilnehmer bleibt aus, weil das System Rivalität und Egoismus belohnt. Ab Staffel 2 werden die Teilnehmer je nach Abstimmungsverhalten in 2 Gruppen geteilt. Wer das Spiel beenden möchte, erhält ein rotes Kreuz, wer weiterspielen möchte, einen blauen Kreis. Dies spiegelt Marx' Konzept der Klassenalienation wider. Die Arbeiterklasse wird gespalten, um die Macht der herrschenden Klasse zu sichern. Divide et impera, teile und herrsche. Die Spieler bilden schnell Hierarchien, die bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten widerspiegeln. Geschlechterdiskriminierung, Altersdiskriminierung und die Privilegierung bestimmter Berufsgruppen werden fortgesetzt. Laut Marx bringt der Kapitalismus Menschen dazu, ihre Beziehungen und Werte für wirtschaftliche Zwecke aufzugeben. Squid Game zeigt, wie ein System, das auf Konkurrenz und Überleben basiert, Solidarität untergräbt. Ein anschauliches Beispiel für diesen Mechanismus ist Spiel 4 in Staffel 3. Die Spieler werden in 2 Gruppen eingeteilt. Die blauen Spieler müssen sich verstecken und den Weg aus der Arena finden. Die roten Spieler müssen mindestens einen blauen Spieler finden und erstechen. Ansonsten werden sie disqualifiziert. Um nicht selbst zu sterben, töten sich die Spieler gegenseitig.
Dieses Spiel zeigt eindrücklich, wie ein unmenschliches System die Menschlichkeit der Teilnehmer zerstört. Die Teilnehmer handeln nicht aus intrinsischer Bosheit, sondern weil das System sie dazu zwingt, egoistisch zu handeln. Sie müssen ihre Werte und Moral opfern, um weiterzukommen. Doch warum akzeptieren beinahe alle Spieler die unmenschlichen und grausamen Regeln des Systems? Warum stimmt nicht die Mehrheit für den Abbruch der Spiele? Laut Marx wird die Arbeiterklasse durch Erziehung, Tradition, Gewohnheit dazu gebracht, die Anforderungen des kapitalistischen Systems als selbstverständliche Naturgesetze zu akzeptieren. Das scheinbar freie Denken der Menschen, ihre Pläne, Vorsätze und Entscheidungen sind für Marx nur Reflexe der materiellen Verhältnisse. Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Marx' Konzept des falschen Bewusstseins bezeichnet die Idee, dass die unterdrückten Klassen die Ideologie der herrschenden Klasse verinnerlichen. Die Basis, die materielle Notlage und Verschuldung der Spieler erzeugt eine Ideologie, die Egoismus und das Recht des Stärkeren verkörpert. Der Überbau, die Regeln des Spiels, die Kultur des Wettbewerbs stabilisiert diese Ordnung und rechtfertigt die Unterordnung unter die herrschende Klasse. Die Spieler akzeptieren die Regeln des Spiels, weil sie glauben, dass sie eine Chance auf finanziellen Erfolg haben. Diese Illusion treibt sie an, trotz der offensichtlichen Ungerechtigkeit und Brutalität des Systems weiterzumachen. Die demokratischen Abstimmungen, die den Spielern scheinbar Kontrolle über ihr Schicksal geben, sind ein weiteres Beispiel für diese Ideologie. Sie suggerieren Mitbestimmung, während die eigentliche Macht bei den Organisatoren liegt. Aus diesem Grund ist Freiheit für Marx mit Klassenkampf verbunden. Die Befreiung der Arbeiterklasse von der Ausbeutung durch die Kapitalisten ist ein notwendiger Schritt zu wahrer Selbstbestimmung. Nur durch die Abschaffung der Klassen und der kapitalistischen Produktionsweise kann die Gesellschaft eine Struktur schaffen, in der echte Freiheit für alle möglich ist. Für Marx und Engels ist jede Entwicklung geprägt von Konflikten zwischen der herrschenden und der beherrschten Klasse. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Im Kommunistischen Manifest fordern sie die Arbeiter zur Revolution auf. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und tatsächlich kehrt Ki-hun in Staffel 2 zurück, um die Spiele zu beenden. Zunächst versucht er, die anderen Teilnehmer durch seine Erfahrungen und sein Insiderwissen zu motivieren, das Spiel freiwillig zu verlassen. Der Plan misslingt. Selbst nach dem Tod von 366 Menschen stimmen die 90 verbliebenen Teilnehmer nicht mehrheitlich für eine Beendigung der Spiele. In der Nacht brechen Kämpfe los und Ki-hun überwältigt mit einigen Mitkämpfern die Soldaten, um mit den erbeuteten Waffen zur Management-Etage vorzudringen und die Spielleitung anzugreifen. Der Aufstand scheitert, da Ki-hun nicht genügend Teilnehmer motivieren kann, die mit ihm gegen das System kämpfen. Gewinnstreben, Gier oder Furcht hält die meisten Teilnehmer davon ab, sich zu verbünden, das Management zu stürzen und die Spiele endgültig zu beenden. Laut Marx hat der Kapitalismus Mechanismen entwickelt, um revolutionäre Bewegungen zu unterdrücken, etwa durch Spaltung, Überwachung und die Aufrechterhaltung von Hoffnung auf individuellen Erfolg. Die Revolution in Squid Game scheitert an eben diesen Mechanismen. Squid Game zeigt, wie die meisten Spieler heteronom, getrieben von Angst und Gier, egoistisch und auf Kosten anderer handeln. Laut Sartre handeln sie unaufrichtig, dass sie die Verantwortung für ihre Entscheidungen auf die Umstände schieben. In Armut und Not, im grausamen Wettbewerb des Spiels haben sie angeblich keine andere Möglichkeit, als andere zu verraten, zu verletzen und zu töten. Die Serie zeigt aber auch, dass es Ausnahmen gibt. Ki-hun handelt selbstbestimmt und lässt sich selbst in äußersten Notlagen nicht vom System korrumpieren. Er bewahrt seine Moral und Menschlichkeit und verteidigt seine Werte. Sein Verhalten stößt sowohl bei den Organisatoren des Spiels als auch bei den VIPs auf Unverständnis. Angesichts der Brutalität, Geldgier und Rücksichtslosigkeit der anderen Spieler fragt der Frontman Ki-hun mehrfach: Glaubst du noch an das Gute im Menschen? In der Nacht vor dem letzten Spiel eröffnet der Ki-hun die Möglichkeit, sich und das Baby der verstorbenen Spielerin 222 zu retten. Er gibt ihm ein Messer, mit welchem er die übrigen Spieler erstechen kann. Doch Ki-hun bleibt sich und seinen Werten treu und verzichtet auf die Ermordung seiner Mitspieler.
Am Ende opfert er sich für das Baby und verzichtet auf das Preisgeld. Die Antwort darauf, was der Mensch ist, was Menschlichkeit ausmacht, lässt Squid Game offen. Ki-huns letzte Worte lauten: Wir sind keine Pferde, wir sind Menschen und Menschen sind. Squid Game ist mehr als eine spannende Serie. Es ist eine philosophische Reflexion über die Grenzen der Freiheit und die Macht sozialer Strukturen. Die Serie verdeutlicht die Spannung zwischen individueller Freiheit und systemischer Determination. Kants Begriff der Autonomie, Sartres Freiheitskonzept, Marx' Analyse von kapitalistischen Strukturen und Entfremdung bieten wertvolle Rahmen, um die Serie philosophisch zu durchdringen. Für Kant ist freies Handeln selbst in Zwangslagen möglich. Sartre fordert uns auf, die Verantwortung für unsere Entscheidungen zu übernehmen, auch wenn die Optionen begrenzt sind. Marx betont die Notwendigkeit, systemische Ungleichheit zu bekämpfen. Und Squid Game zeigt Menschen als komplexe Wesen, die fähig sind, dem Guten, dem Schlechten und dem absolut Bösen zuzustimmen. Wie würdest du Ki-huns Satz beenden? Kann der Mensch auch in Notlagen frei handeln? Sind die Entscheidungen der Spieler Ausdruck von Freiheit oder von systemischem Zwang? Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!